Wir sind jetzt mehr als 100 Tage auf Reisen und wir haben den 10. März und sind auf der Fahrt von Chipiona nach El Rocío. Dort werden wir auf einen Campingplatz gehen und uns die Stadt anschauen. Darüber werde ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wie man auf der Karte sieht, müssen wir einen weiten Bogen fahren. Das geht leider nicht anders, weil dazwischen liegt ein Naturschutzgebiet und dort gibt es keine Straßen. Hinzufügen muss ich vielleicht noch, dass wir in Andalusien, Spanien sind und wir jetzt gerade die Stadt Sevilla passieren. Wir sehen hier jetzt auf der rechten Seite den Hafen von Sevilla. Hier sieht man die vielen Container. Und dort gibt es auch in dem Hafengebiet einen Stellplatz. Wir waren noch nicht dort, aber ich weiß, dass es dort einen gibt. Der rote Punkt hier in der Mitte des Bildes, dort liegt der Stellplatz, findet man auch in den Apps. Die Stadt El Rocío ist einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte Spaniens. Der Ort liegt zwischen Sevilla und Huelva. Wir haben für die Fahrt dorthin die Autobahn genutzt, die ist mautfrei. Der Campingplatz heißt La Aldea, den wir anfahren wollen und liegt kurz vor dem Wallfahrtsort. Wir kennen den Campingplatz nicht und wir haben auch nicht reserviert. Wir wissen nur so viel, dass er die Axi-Card nimmt. Jetzt haben wir gleich den Platz erreicht. Alles sehr sandig hier und es hatte Tage vorher wohl geregnet. Man sieht das hier an den großen Pfützen. Jetzt fahren wir auf die Rezeption des Campingplatzes direkt drauf zu. Das nochmal als Information. Die ASCI-Card, das ist eine Karte, mit der man beim Bezahlen einen Rabatt bekommt bei vielen Campingplätzen in Europa. Das gilt aber meistens nur in der Vor- und Nachsaison. Die Axi-Card muss man in Verbindung mit einem Campingführer kaufen, kostet zwischen 20 und 25 Euro. Findet man alles im Internet. Wir haben eingecheckt und fahren jetzt auf den Platz. Wir müssen hier 23 Euro bezahlen inklusive Strom. Das ist der Preis für eine Übernachtung. Wir haben geplant, hier 2 Nächte zu bleiben. Das reicht uns, um uns die Stadt und die Umgebung etwas anzusehen. Wir sehen hier, die Wege sind alle aus Sand und haben keinen Schotter. Das werden wir später auch in der Stadt sehen. Dort gibt es auch keinen Asphalt oder irgendwelche Pflasterungen. Alles läuft hier auf Sand. Die Parzelle, die wir hier jetzt anfahren, die haben wir zugeteilt bekommen. Sie ist für uns groß genug. Wir haben uns sie kurz vorher angeschaut. Aber ich denke, mehr als 9 Meter geht auf so eine Parzelle nicht rauf. Ich spreche von der Länge des Fahrzeugs. Wir sind hier an einem Freitag angekommen, also Wochenende. Das haben wir ganz bewusst so gemacht, da am Wochenende in der Stadt ordentlich Betrieb sein soll und ordentlich was los sein soll. Und deshalb sind wir ja auch hierher gekommen. Der Campingplatz ist gut besucht. Darüber haben wir uns erst so ein bisschen gewundert. Später haben wir dann festgestellt, dass es hier ein Angebot gibt, eine Woche bleiben und 55 Euro bezahlen. Also insofern ist das sehr preiswert dann hier. Und dann kann man sich vorstellen, dass einige länger bleiben. Der Campingplatz war nicht ausgebucht. Es gibt noch viele freie Plätze. Und es gibt einen Bereich, dort können dann Zelte stehen. Dort hat man dann auch mehr Rasenfläche. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es 2 Sanitärgebäude auf dem Platz. Die Einrichtung konnte man nutzen. Es war für uns alles in Ordnung. Abwaschmöglichkeit und Waschmaschine und Trockner gibt es auch. Auf dem Platz gibt es mehrere Wasserzapfstellen. Da wir an diesem Freitag schon recht früh, also etwa in der Mittagszeit, hier auf dem Campingplatz angekommen sind, haben wir am Nachmittag noch die Möglichkeit genutzt, mit dem Fahrrad in die Stadt zu fahren.
Befestigte Straßen gibt es hier nicht, alles nur Sand. Der Ort hat etwa 900 Einwohner, aber zu Pfingsten sollen hier bis zu 1 Million Menschen in diesem Ort sein. Er ist ja ein Wallfahrtsort. Und wir sind hier in einem großen Naturschutzgebiet, was auch zum Weltnaturerbe gehört. Der Ort ist in der Woche meistens wie ausgestorben oder es ist wenig los hier. Das ändert sich immer am Wochenende. Dann sind hier die Bars und Restaurants gefüllt. Direkt am Ort gibt es auch einen großen See. Auch er gehört zum Naturschutzgebiet. Hier findet man viele verschiedene Vogelarten. Unter anderem findet man hier Kormorane. Und wie heißen die mit dem roten Schnabel? Flamingos. Flamingos, genau. Wir waren ja den ganzen Winter auf verschiedenen Plätzen, teilweise auch längere Zeit. So ist jetzt auch mal ganz schön wieder weiter zu reisen, sich neue Eindrücke zu verschaffen. Dieser kleine Ort lebt ja in erster Linie vom Tourismus, vom Wallfahrtstourismus. Wenn hier die Wallfahrt ist, dann vervielfachen sich hier die Preise, was Unterkünfte, Essen im Restaurant und so weiter betrifft. Wer möchte, der kann sich hier mit der Kutsche durch den Ort fahren lassen. Am Abend treffen sich hier viele junge Leute. Häufig kommen sie mit eigenen Pferden hier in den Ort. Dieses Andalusien ist irgendwie schon anders als das am Mittelmeer. Man sieht es hier, es ist erheblich grüner, so ein bisschen wie bei uns in Norddeutschland. Auf unserer Rückfahrt zum Campingplatz sind wir über einen Parkplatz, also einen großen Sandplatz gekommen. Und hier stehen Wohnmobile, das wird geduldet, allerdings ist Campingverhalten nicht erlaubt. Für uns geht es erstmal wieder zurück zum Campingplatz. Wir haben uns entschlossen, noch am Samstag, also am nächsten Tag, am Abend nochmal in die Stadt zu gehen, um uns dann das Ganze da nochmal anzuschauen. Wer kein Campingfreund ist und kein Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen hat, der kann sich auf diesem Platz auch ein Chalet oder Bungalow mieten. Davon gibt es hier jede Menge. Einen Pool gibt es auch, der ist jetzt natürlich im Winter nicht in Betrieb. An der Zufahrt zum Campingplatz gibt es ein Restaurant. Wir waren dort nicht, wir haben dort nicht gegessen. Also kann ich nicht beurteilen, wie es dort schmeckt oder wie gut das Essen dort ist. Habe allerdings im Netz unterschiedliche Bewertungen gelesen. Am Samstagabend haben wir uns dann nochmal auf den Weg gemacht, diesmal allerdings zu Fuß. Man hat es schon an der Geräuschkulisse gemerkt, es ist was los in der Stadt. Junge Leute mit ihren Pferden reiten hier durch die Stadt und ja, ist auch so ein bisschen Partystimmung hier. Hola, ¿qué haces? Man sieht immer wieder Busse in die Stadt hier reinfahren. Sie bringen spanische Touristen. Ziel dieser Touristen ist die Wallfahrtskirche, die wir hier im Hintergrund sehen. Wer dem Trubel entfliehen möchte, der geht am See entlang und genießt den Sonnenuntergang. Abends jetzt so etwa 19:30 Uhr und es sammeln sich immer mehr Menschen jetzt vor dem großen Platz der Wallfahrtskirche.
Von dem großen Platz aus werden auch Kutschfahrten angeboten, die durch die Stadt gehen. Die Restaurants sind im Moment noch leer, da geht es erst später los. Teilweise geht es auf den Kutschen auch laut zu, da wird getrunken und gesungen. La Luisi con quién estaba? Con la Clara, ¿no? Natürlich wird hier auch einiges angeboten für die Touristen, davon lebt diese kleine Stadt. Wir haben uns etwa eine Stunde hier durch die Stadt treiben lassen und dann ging es wieder zurück zum Campingplatz. Am nächsten Tag ging es dann für uns weiter und zwar wollen wir Richtung Meer. Dort wollen wir versuchen, einen Stellplatz zu finden, wo wir noch einige Tage verbringen können. Da wir nicht genau wissen, was uns beim nächsten Stellplatz erwartet, werden wir hier auf jeden Fall noch End- und Versorgen. Leider ist ja jede End- und Versorgung anders. Diese hat ihre Roste ganz hinten am Ende. Ist ja nicht gerade so glücklich. Für uns nun kein Problem. Wir haben lange Schläuche dabei, so dass wir bis an die Roste kommen. Wir nehmen dann die Roste hoch und führen dann den Schlauch da ein, sodass dann die Entsorgung sauber vonstatten gehen kann. Wir haben den 12. März und wir haben noch etwas Zeit. Das heißt, wir wollen Mitte April wieder in Deutschland sein. Und so wollen wir jetzt noch einige Tage hier an der Küste verbringen und dann weiterfahren nach Portugal. Ich werde weiter berichten in den nächsten Videos über unsere Reise. Bis dahin sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.